Kriegsschauplatz Nordafrika. Auf einem Feldflugplatz auf Kreta. Transportflugzeuge vom Typ Ju-52 werden mit Nachschub für Nordafrika beladen. Die letzte Erfrischung auf europäischem Boden. In schnellem Flug geht es über das Mittelmeer. Schwere Waffen und stärkere Truppenverbände werden durch Geleitzüge nach Nordafrika gebracht. Zeitvertreib an Bord. 100 Worte Italienisch gegen 100 Worte Deutsch. Über dem Hafen von Tobruk. Zwischen den einlaufenden Einheiten der deutschen und italienischen Kriegsmarine die Wracks versenkter britischer Schiffe. Landung in Afrika. Wasser ist hier sehr kostbar. Von Tobruk geht es über eine Strecke von rund 600 Kilometern nach El Alamein. Verbände der deutschen und italienischen Luftwaffe sichern die Nachschubkolonnen gegen überraschende feindliche Angriffe. Die Via Balbia. Bardia. Solum, der erste Hafen auf ägyptischem Boden. Über die Serpentinen des Halfaya-Passes führt der Weg nach Sidi El Barani. Die Reihe der Fahrzeuge reißt nicht mehr ab. Der Nachschub vollbringt hier außerordentliche Leistungen. Ein Wüstenfort. Sidi El Barani. Gut ausgebaute Stellungen im Vorfeld der Festung Marsa Matruh. Sie wurde trotz erbitterter Verteidigung von den deutsch-italienischen Verbänden in kühnem Sturm genommen. MG-Nester und Schützenlöcher. Diese Grabensysteme sollten die Zugänge nach Marsa Matruh sperren. Hinter dem Panzergraben schwere Eisen- und Drahtsthindernisse. Das ist der Bahnhof der ägyptischen Küstenbahn. Über 6000 Briten, die bei den harten Kämpfen um Marsa Matruh gefangen genommen wurden, warten auf ihren Abtransport. Hier wird jetzt Deutsch gesprochen. Über die Bahnlinie von Marsa Matruh aus rollt der Nachschub weiter nach Osten, der El Alamein-Front entgegen. Dort haben die Briten zum Schutz des Nildeltas stärkste festungsartig ausgebaute Abwehrstellungen bezogen.
an der Kanalküste. Dort drüben liegt die Steilküste von Dover. Die Geschütze sind in jeder Minute feuerbereit. Britische Bomber versuchen einzufliegen. Starker Jagdschutz begleitet sie. Abgeschossen. Befehl an die Jäger. Sie sollen die britischen Bomber in schneller Verfolgung packen und über den Kanal zurückjagen. Jagdflugzeuge vom Typ Focke-Wulf 190, die schnellsten Jäger der Welt. In großer Höhe sind die Briten gestellt. Kondensstreifen zeigen deutlich den Verlauf des Kampfes. Als lodernde Fackel stürzt ein Brite in die Tiefe. Der Kampf geht weiter. Wieder ein Brite im Visier. Sekunden später ist auch dieser Kampf entschieden. Dort ist er aufgeschlagen. So sieht es an der Kanalküste aus. Überall die Trümmer englischer Jagd- und Bombenflugzeuge. Viele konnten ihr Ziel nicht erreichen. Ihr Angriff brach im Feuer der deutschen Abwehr zusammen. Sechs Monate U-Boot-Krieg gegen die USA. Heimkehr von siegreicher Feindfahrt. Wenige Stunden vor dem Einlaufen in einen Stützpunkt am Atlantik. Die Siegeswimpel werden gemalt. Hier werden sie an der Leine befestigt. Erste Vorbereitungen für den Landurlaub. Die Siegeszeichen sind gesetzt. Täglich steuern neue Heimkehrer ihre Stützpunkte an. Alle führen stolze Zeichen des Erfolges. Die Nummer des Liegeplatzes wird an das Boot gegeben. Namensschilder und Rettungsbojen der versenkten Schiffe. Jedem Boot wird ein freudiger Empfang bereitet.
Admiral Dönitz, der Befehlshaber der Unterseeboote. Die Boote laufen sofort in ihre Bunker ein und werden in kürzester Zeit zu neuer Fahrt klargemacht. Kurz vor dem Auslaufen, als letztes werden Torpedos und Proviant übernommen. Der Torpedomat prüft noch einmal die Maschine des Torpedos. Der Torpedo wird geladen. Jetzt ist die Waffe scharf. Es geht wieder gegen den Feind. Tag um Tag laufen deutsche U-Boote zu neuem Einsatz aus. Nach langer Fahrt vor der amerikanischen Küste. Die erste Beute. Es ist ein kleiner Frachter. Er wird mit Artillerie versenkt. Nummer 2 ist fällig. Und hier der dritte. Ein anderes Boot ist auf einen bewaffneten Frachter gestoßen. Alarm! Auf Seerohrtiefe! Wieder ein Treffer. So steht die deutsche U-Boot-Waffe pausenlos im Angriff gegen die feindliche Versorgungsschifffahrt. Allein im ersten halben Jahr des U-Boot-Krieges gegen die USA wurden vor der amerikanischen Küste annähernd 500 Schiffe mit rund 3 Millionen Bruttoregistertonnen auf den Meeresgrund geschickt. Darunter befanden sich etwa 200 Tanker mit fast 1,5 Millionen Bruttoregistertonnen. Dies veranlasste die amerikanische Presse zu der Feststellung, Marineminister Knox sei der unglücklichste Prophet dieses Krieges. Denn jedes Mal, wenn er den Niedergang der deutschen U-Boot-Kriegführung zu feiern beginne, warte die deutsche U-Boot-Waffe mit neuen und noch größeren Erfolgen auf. Am Südabschnitt der Ostfront. In Woronesch. Woronesch gehört zu den wichtigsten Zentren der sowjetischen Rüstungswirtschaft. Dieser bedeutende Verkehrsknotenpunkt auf der Strecke Moskau-Rostow ist mit seinen riesigen Industrieanlagen seit dem 7. Juli trotz aller sowjetischen Ableugnungsversuche fest in deutscher Hand.
Bis zum letzten Augenblick leisteten die Bolschewisten hier erbitterten Widerstand. Durch die hartnäckigen Kämpfe wurde Woronesch zum größten Teil zerstört. Zivilisten werden zu Aufräumungsarbeiten eingesetzt. Das Wasser ist knapp, die Leitungen sind zerschossen. Der kürzeste Weg zum Verbraucher. Ein Selbstversorger. Am Don. Hier wurden die auf Woronesch zurückflutenden Feindkolonnen von den Verbänden unserer Luftwaffe gepackt und mit schwerster Wirkung getroffen. Radio London behauptete allerdings noch am 15. Juli, dass der Rückzug Timoschenkos immer in guter Ordnung und in loser Fühlung mit dem Gegner vonstatten ginge. Der Kampf entwickle sich durchaus gemäß den englischen Erwartungen. Auch hier mussten die Sowjets Hunderte von Kraftfahrzeugen, Panzerkampfwagen und unübersehbare Mengen von Kriegsmaterial aller Art zurücklassen. Immer wieder greifen die Sowjets den Brückenkopf Woronesch mit stärksten Kräften an. Alle diese Angriffe werden jedoch unter schweren blutigen Verlusten für den Feind abgewiesen. Artillerie holt einen Sowjetbomber herunter. Feindliche Panzer werden in direktem Beschuss vernichtet. Die wütenden Angriffe der Bolschewisten brechen immer wieder im Feuer unserer Waffen zusammen. Andere Verbände stoßen nach Süden vor.
Ungarische Infanterie auf dem Marsch. Neuer Brückenbau der Pioniere über den Donez. In Gewaltmärschen, in denen sich unsere Infanterie aufs Neue hervorragend bewährt, werden die zurückweichenden sowjetischen Divisionen immer wieder überflügelt. Schnelle Verbände stoßen in die Flanke des Gegners vor und tragen völlige Verwirrung in seine Reihen. Erste Hilfe für einen verwundeten Kameraden. Die im Zuge dieser Operationen eingeschlossenen Feindverbände werden von der nachstoßenden Infanterie auf immer engeren Raum zusammengedrängt und vernichtet. In den einzelnen Ortschaften sammeln sich die abgesprengten Reste der zurückweichenden Sowjets zu letztem Widerstand. Sie sind zum Teil von ihren höheren Kommandostellen abgeschnitten und vollkommen auf sich selbst gestellt. Wieder wird im Stoß nach Südosten ein Brückenkopf gebildet. Eine slowakische Batterie in Feuerstellung. An allen Punkten dieses gewaltigen Kampfes werden große Mengen von Gefangenen gemacht. In raschem Zuschlagen werden die sowjetischen Nachrouten niedergekämpft. Ein brennender Ölzug der Sowjets. Die Bolschewisten hatten ihn in einem Walde gut getarnt abgestellt.
vordringenden deutschen Verbände nähern sich dem Raum von Woroschilowgrad, der wichtigsten Stadt des Donez-Industriegebietes. Streufeuer der feindlichen Artillerie. Angriff auf Lysychansk. Panzer, Sturmgeschütze und Infanterie dringen kämpfend in die Stadt ein. Das nächste Ziel ist Woroschilowgrad. Unsere Stuka und Kampfflugzeuge stürzen sich auf Feldstellungen, auf Truppen- und Panzeransammlungen der Sowjets, die sich hier zu neuem, hartnäckigen Widerstand gesetzt haben. Die Infanteriespitze schießt Erkennungszeichen. Unter uns brennende Sowjetpanzer. Diese Kolonne von fliehenden Sowjetpanzern und Fahrzeugen versucht, den Bomben und Bordwaffen unserer Flugzeuge zu entkommen. Auch hier ist der Widerstand gebrochen. Das Industriegebiet von Woroschilowgrad ist erreicht. Am 17. Juli gab das Oberkommando der Wehrmacht die Einnahme dieser größten Stadt des Donez-Industriegebietes bekannt. Sie wurde von der deutschen Infanterie im Sturm genommen. Der Stoß der deutschen Angriffsarmeen wird weiter nach Südosten geführt, dem Unterlauf des Don entgegen, der am 18. Juli ostwärts Rostow in breiter Front erreicht wurde. Schnelle Verbände bleiben dem Feind hart auf den Fersen und jagen ihn in ungebrochenem Angriffsschwung immer weiter zurück.